Der neue Fiat Ducato 8. Und jetzt habe ich was ganz Tolles gefunden. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, mal alles zu zeigen, was geht. Denn dieses Fahrzeug hier ist bis auf das Automatikgetriebe komplett volle Hütte ausgestattet. Das bedeutet, alles ist digital. Das fängt an hier vom Cockpit, das digital ist. Und das hier ist das Original-Navigationssystem von Fiat, was hier mit drin ist. Also ähnlich wie bei Mercedes-Benz ist auch Fiat jetzt in diesen Trend hingegangen und hat die Navigationssysteme jetzt proprietär hier eingebaut. Das heißt eigene Systeme, die auch erklärt werden müssen. Also wir können ja mal bei Null anfangen. Das Ganze ist hier noch mit einem Schlüssel zu starten. Hat Mercedes-Benz ja schon Keyless. Und hier sieht man also auch das neue Fiat-Logo, was kommt. Also steige ich ein und habe das voll digitale Cockpit. Drehe ich jetzt mal am Schlüssel und sehe also hier schon mal, dass alles digital ist. Das fängt also an auf der linken Seite, Drehzahlmesser, da habe ich einen Bildschirm. In der Mitte habe ich einen riesen Bildschirm mit drin und das Ganze wirkt so, als wäre es ein Bildschirm. Aber links und rechts, das ist quasi noch ein analoger Tacho. Wir können ja gleich mal gucken, was wir hier alles so einstellen können. Ein Multifunktionslenkrad habe ich ja schon öfter mal gezeigt. Auch das wollen wir heute mal etwas intensiver zeigen. Was hat sich denn alles geändert? Denn was viele nicht wissen, hier unten drunter, man kann es ja nicht so richtig sehen, da sind noch zwei Tasten und da kann ich bei dem Original-Fahrzeug kann ich dann noch bestimmte Funktionen auslösen. Ich kann zum Beispiel lauter und leiser machen und so weiter. Jetzt will er, das ist ganz interessant, also das System ist ja komplett miteinander verbunden. Es ist womöglich eine neue Software-Aktualisierung verfügbar. Möchten Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen, nach Aktualisierung zu suchen? Warum nicht? Können wir ja mal machen. Wir prüfen das mal. Und jetzt gibt es mal die Netzwerke hier im Freistaat, wo wir gerade filmen in Sulzimoos. Da gibt es auch ein Public-Netzwerk. Software-Downloads über Wi-Fi aktivieren. Warum nicht? Machen wir hier eine Suche. Und guck mal hier, Concord, der Freistaat, Kfz-Diagnose. Gehen wir mal hier rein, der Freistaat. Mal gucken, verbinden. Schauen, ob wir noch ein öffentliches Open WLAN haben. Ansonsten brechen wir es ab, ist auch nicht so schlimm. Aber wie ihr seht, das geht jetzt over the air. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Handy habe, kann ich also die Software-Updates direkt über die WLAN-Verbindung machen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich übers Handy dann meine WLAN-Verbindung freigebe. All das kann ich hier eingeben. Cool. So, gehen wir mal zurück. Hier einige Features. Also erstmal ein gestochen scharfes Display. Das flackert auch gar nicht. Das ist hier die Kamera mit der Bildwiederholfrequenz. Die haben immer so ihre liebe Not. Aber ich kann euch sagen, das Display ist unglaublich gestochen scharf. Hier, ich sitze ja gerade auf der Fahrerhausseite. Ich habe überhaupt keine Reflexion, obwohl das Licht hier im Detlefs komplett angeschaltet ist. Also das ist auch sehr interessant. Man hat also hier so eine Art Anti-Glare, wie man das kennt von den iPads hier mit drauf, sodass es ja nicht spiegelt, denn es ist ja schon eine riesen Oberfläche. Ich halte mal gerade meine Hand mal hier daneben, dass man das mal sieht. Also allein wie groß das Display ist. Und das ist ja ganz wichtig, denn die Leute, ich sag mal im zunehmenden Alter, haben ja so die Eigenart, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so gut sehen. Und hier habe ich große Tasten, die ich auch treffen kann, wie zum Beispiel hier Radio. Hier habe ich gerade Arabella Bayern habe ich zum Beispiel dran. Hier unten habe ich Funktionstasten, nicht nur eine, gleich 6 Stück, wo ich also meine Lieblingssender dann jeweils abspeichern kann. DAB Plus ist ja Pflicht, ist eingebaut und alles auch sehr einfach. Ich drücke einfach nur auf Durchsuchen, habe also hier alle Radiosender und kann das wirklich extrem einfach bedienen, wie man das kennt von einem Tablet her. Zum Beispiel Allgäu Hit, wenn ich das hören möchte. Sender kenne ich zwar nicht, aber muss ja nicht immer Rockantenne Bayern sein. Dann bekomme ich sogar die Songinformationen, die Cover von den jeweils gespielten Liedern, wenn das unterstützt wird, werden eingeblendet, habe ich eben gesehen. Und. Ich kann natürlich über Bluetooth-Geräte koppeln, das geht. Ich kann die spiegeln, also jetzt ist kein Bluetooth-Audiogerät verbunden. Apple CarPlay, das ist hier unten drin. Also hier kann ich die Möglichkeit, ein Telefon zu koppeln, wo ich die Apps dann auch verwenden kann, wie zum Beispiel Google Maps. Das machen wir jetzt mal nicht. Device Manager aufrufen. Also ich benutze meistens eigentlich Bluetooth, muss ich sagen, und navigiere tatsächlich übers Handy. Weil der Vorteil ist,
Wenn man das so macht, dann bleibt das Handy noch bedienbar und man kann es aber auch über die Apps komplett verbinden. Dann muss man auch das Handy nicht antippen. Ich meine, ich kann es aber die Sprachsteuerung komplett steuern, das Handy, das funktioniert auf jeden Fall. So, gehen wir mal hier oben aufs Navi. Das ist relativ einfach zu bedienen. Ich drücke drauf, jetzt habe ich es groß gemacht, komme automatisch auf Navi. Hier unten habe ich eine Home-Taste. Wenn ich die drücke, dann habe ich immer die Kombi-Darstellung aus jetzt zum Beispiel das Thema Radio. Ich gehe ja nochmal hier auf Musik, stelle nochmal mein Radio ein, hier in dem Fall DAB. Habe jetzt hier Allgäu Hit, den ich gerade empfange. Wenn ich jetzt auf den Startbildschirm gehe, habe ich hier links das Navi, hier habe ich Allgäu Hit, hier habe ich mein Telefon mit drin. Das heißt, das ist schon recht interessant angeordnet, also sehr nützlich, finde ich jetzt zumindest. Was interessant ist, ich finde mich besser zurecht als beim M-Book-System von Mercedes-Benz. Da hatte ich so echt meine Schwierigkeiten. Das hier ist so fast selbsterklärend. Hier hast du also die Temperatur, die du einstellen kannst, ist ganz witzig, die jetzt übrigens gerade parallel hier eingestellt wird. Also gehst also hier einfach hier oben auf die Fahrzeugtemperatur und kannst also hier einfach einstellen. In dem Moment wird die automatisch abgedatet. Also jetzt gehe ich hier oben, warte mal, ich mache mal hier oben jetzt auf 21 Grad, lass los, 21 Grad. Das kann ich hier einstellen. Das einfach, habe ich vorher noch gar nicht bedient, ganz einfach. Oben habe ich eine Taste. Es gibt so Driver-Profile, das ist ganz witzig. Da kann ich mit einem Knopfdruck mein Profil ändern. Also meine Lieblingshänder, wie sind die angeordnet, welches Handy empfange ich und so weiter. Hier habe ich ein System, mal schauen, Android-System, Public WLAN. Mal gucken, ob das geht. Mit offenem WLAN verbinden, machen wir jetzt mal. Und mal schauen, was passiert. Denn hier drin, weiß nicht, ob wir hier jetzt Empfang haben an der Stelle von dem öffentlichen WLAN hier vom Freistaat. Aber nee, funktioniert nicht. Ist nicht so schlimm. Wie viel machen wir mal aus? Gehen wir weiter rein. Also, jetzt gehe ich hier auf Navigation. Da unten habe ich die Navi-Taste. Drück drauf und sage jetzt zum Beispiel, ich möchte meinen Heimatort hinzufügen. Das können wir ja mal machen. Heimatadresse auswählen, suchen. Können wir auch mal machen. Adressenname wäre in dem Fall die Angela Braunstraße. Da habe ich mich einmal vertippt. Also eine richtige Tastatur ist hier unten drauf. Warte, ich halte es mal gerade mit links. Angela Braunstraße. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die erkennt. Das Ganze auch mit Sprachsteuerung natürlich. Straße in Saarbrücken. Krass. Wie gut. Ich habe nur Angela Braunstraße eingegeben und er hat sofort erkannt, die gibt es also zweimal. Es gibt also einmal Angela Braun in Remscheid und einmal in Saarbrücken. Das ist easy. So, jetzt drücke ich hier drauf und sage Heimatadresse festlegen. Jetzt zum Heimatort fahren. Die Funktion hat man doch relativ oft. Und jetzt wird berechnet 20 Stunden und 7 Minuten. Nee, das kann eigentlich nicht sein. 3 Minuten langsamer. Nee, 20:07 Uhr ist die Ankunftszeit. Also 15:58 Uhr haben wir jetzt. Und so wie es aussieht, ist das hier die Ankunftszeit. Jetzt wird hier unten auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingeblendet. Und er weiß, ich bin jetzt hier in Sulzemoos in der Ohmstraße beim Freistaat. Und das Ganze kann ich mir auch in 3D darstellen lassen oder in 2D von oben drauf. Das ist schon... Ja, 20:07 Uhr, sagt die Tante im Hintergrund. Die Frau. So, Route abbrechen. Möchten Sie die Route beenden? Ja. So, jetzt habe ich die Heimatadresse habe ich eingerichtet. Das hat erstaunlich gut funktioniert, dafür, dass ich es noch nie bedient habe. Und ich glaube, ich drücke einfach mal drauf auf Navi. Dann, wie habe ich das denn eben gemacht mit Suchen, glaube ich, ja. Also Adresse, Name. Interessant, dass auch Häuser dargestellt werden. Jetzt gehen wir mal ein, Adresse, Name. Hier habe ich zum Beispiel Tankstellen. Hier die BayWa, 800 Meter Avia. Jetzt will ich zur Tankstelle fahren. Und geöffnet bis 21 Uhr. Also wir haben wohl hier eine Online-Verbindung, die das Ganze gerade gecheckt. Sonst wüsste er wahrscheinlich nicht, dass sie bis 21 Uhr auf habe. Mal gucken, vielleicht kann ich hier sogar die Spritpreise erfahren. Na, jetzt hier in dem Fall nicht. Und jetzt kann ich sagen, hier fahren möchte ich gerne. Und siehe da, 16:02 Uhr, 1,4 Kilometer. Es wird errechnet. Cool. Das macht richtig Spaß. Hier oben habe ich ein Mikro. Gucken, was das kann. Mir ist kalt, mach es wärmer. Mhm. So, 21 Grad. Also mein Navi ist übrigens immer noch an, 1,4. Jetzt gehe ich hier auf die Starttaste. 16:02 Uhr. Hier oben ist noch mein Allgäu-Hit.
Den kann ich auch groß machen. Und dann habe ich hier vorne natürlich die Möglichkeit, dann wahrscheinlich über das Hauptdisplay mir das Ganze noch einblenden zu lassen. Das können wir mal schauen. Warte, ich drehe mal gerade ein bisschen mein Zoom auf, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Das ist der Tacho quasi. Linke Hand bleibt jetzt erhalten und hier kann ich verschiedene Dinge durchwählen, wie zum Beispiel jetzt wahrscheinlich gar nichts. Hier habe ich die Kühlmitteltemperatur. Oben sehe ich übrigens Range, 113 Kilometer ist also meine Tankfüllung, die ich noch habe. Und da ist mein Trip, also mein Tripzähler. Tacho in der Mitte ganz groß mit Digitaltacho. Das finde ich also sowieso immer gut. Hatte ich letztes Mal ein Fahrzeug, da hat es kein Digitaltacho gehabt. Also, dass es sowas noch gibt. Hier Display, Fahrzeugeinstellungen kann ich hier oben einstellen, Sicherheit, Assistenz. Denn wir haben in den Fahrzeugen mittlerweile einen Spurhalteassistent drin aktiv. Und das Interessante ist natürlich, dass diese Taste hier, diese Sprachtaste hier, dass die, warte mal, ich gucke mal, ob ich die eingefangen kriege, diese hier, dass die mittlerweile zentral funktionieren sollte. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, können wir mal ausprobieren. Ja, Kopplung mit Telefon oder Bluetooth starten. Mit der Taste, das ist interessant, damit kann ich zum Beispiel Siri starten auf dem iPhone. Dazu muss ich also vorher ein Telefon koppeln, dann telefoniere ich hier mit den 2 Tasten, habe hier drunter meine Lautstärkeregelung, also lauter, leiser, und kann dann mit der Taste Siri verbunden. Da hat sich also jetzt beschwert, da ist noch kein Telefon dran. Mach mal an. So, können wir mal gucken. So, das geht aber jetzt. Jetzt habe ich hier meine Sprachsteuerung. Also ich habe jetzt auf die Taste gedrückt. Ich sage euch das mal gerade. Also die Taste aktiviere ich jetzt. Dann geht hier die Sprachsteuerung an und sage, schalte auf Antenne Bayern. Uconnect heißt das. Schalte auf Antenne Bayern. Wobei kann ich Ihnen helfen? Ich könnte Ihnen mit Navigation, Telefon, Nachricht verschicken, Musik, Radio, Klimaanlage helfen. Okay. Radio, Antenne Bayern. Abgebrochen. Mhm. Ja, wir probieren es nochmal. Ich drücke mal drauf. Radio, Antenne Bayern. Radio, Antenne Bayern. Mhm. Ich möchte etwas Radio hören. Navigation. Navigation zugeht. Sollen wir das mal machen? Komm, wir drücken mal hier drauf. Dialog im Gange. Navigation nach München. Würden Sie das bitte wiederholen? Navigation nach München. Wobei kann ich Ihnen helfen? Ich Hm. könnte Ihnen mit Navigation, Telefon, Nachricht verschicken, Musik, Radio, Klimaanlage helfen. Ihr merkt schon, ich bin 53. Wahrscheinlich muss ich einfach lauter reden. Ich traue mich noch nicht, weil das Mikro so nah dran ist. Also es kann einiges. Großes Display, das Verstehen wird wahrscheinlich auch gehen. Mach's mir wärmer, mach's mir kälter, hatte ich ja schon aus anderen Fahrzeugen, zum Beispiel Seat kennengelernt oder Cupra. So, hier kann ich den Bildschirm übrigens auch ausschalten, wenn ich keine Lust habe. Zum Einschalten Bildschirm berühren, was ganz praktisch ist. Hier habe ich Apps. Also hier kann ich jede Menge Sachen einstellen, wie zum Beispiel AM-Radio, Audioeinstellungen. Die sind echt sehr vielfältig. Medien. Und ja, eigentlich ein richtig tolles Teil, muss ich auf fairerweise sagen. Komfort. Gucken, was ich hier einstellen kann. Da habe ich die Klimaanlage mit drin, die kann ich ein- und ausschalten. Das kann ich aber auch hier unten machen. Das ist also nochmal gespiegelt und kann aber alles nochmal übers Display machen. Das heißt, alles komplett vernetzt. Hier auch Entfrostung oder hier AC, Klimaanlage. Jetzt geht die Klimaanlage an und kannst du Auto aktivieren und Max AC oder man schaltet sie aus oder fährt dann auch die Lüftung runter. Das geht auch. Also hier vorne ist noch ein extra Lüftungsschalter, hier kann ich dann ausmachen. Ja, hier habe ich eine Klimaautomatik mit drin. Das heißt, der hält automatisiert dann auch die Temperatur, aber nur insgesamt fürs Fahrzeug insgesamt. Hier unten Bergabfahrhilfe, das ist neu. Das ist der Lautstärkeregler. Den kann ich aber, glaube ich, hier oben nochmal regeln. Ich gucke mal gerade, hier festhalten. Das ist, genau.
Ich zeige euch das mal gerade. Jetzt habe ich gerade was gefunden. Also hier draufdrücken, dann gehen wir hier auf Audio drauf. Jetzt habe ich ja im Moment hier B1 laufen und jetzt drücke ich hier auf diesen kleinen Knopf, der hier unten drunter ist. Und dann kann ich die Sender durchwählen. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Bluetooth auch verbunden hätte mit einem iPhone oder einem Android, dann kann ich damit die Titel bei Spotify durchmachen. Und hier sieht man sehr schön, also immer wenn ich jetzt hier unten drauf drücke, wechselt dann automatisch dann der Sender. So, Lautstärke, jetzt müsste ich mal gucken. Das ist jetzt DAB, das sind die Quellen, die ich mit dem mittleren umschalte. Also von Mittelwelle über DAB. Und Lautstärke selber müsste ich jetzt mal gucken. Set plus minus. Vielleicht sind es auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite kann ich also hier, gibt es also nochmal hier einen Regler, den ich hier unten tasten kann. Und der ist auch direkt miteinander verbunden. Und dann kann ich hier die Lautstärke auch einstellen, also von meiner Medienquelle. Oder, das ist interessant, mit der mittleren Taste kann ich auch direkt Audio stumm schalten, was ganz praktisch ist, wenn ich irgendwo an der Mautstelle bin und will sofort einfach mal Feierabend machen. Das geht auch. Ja, Lüftung können wir einstellen, Handy können wir koppeln. Navigation ist mit drin. Hier hat man das Fahrzeug selber. Wir können immer auf Einstellungen gehen vom Fahrzeug. Da kannst du natürlich Sprache einstellen. Eben als es kam, war es auf Italienisch. Hier Sicherheitsassistenz und Fahrersysteme. Wir haben Lane Sense eingebaut. Automatisiertes Emergency Brake Control. Das ist also der Bremsassistent, der erkennt, dass er also automatisiert dann auch bremsen soll. Mal gucken, ob wir den aktivieren können. Motor läuft ja gerade nicht. Da ist es drin. Also die AEB Control kann ich jetzt einschalten und kann sagen, die Empfindlichkeit, da gibt es jeweils noch eine Info-Taste drauf. Mal gucken, ob wir die aktivieren können. Was er denn da macht. Ich bediene das gerade mit dem linken Finger, da ist es vielleicht nicht so gut. Und hier geht es viel einfacher. Ich kann sagen, also die Sensitivität soll in der Mitte sein. Also stell die Entfernung für Aktivierung der Forward Collision Warning ein. Also wie schnell soll er reagieren? Kann er also fern machen, dann warnt er mich schon sehr früh, dass vielleicht ein LKW bremst und stellt das Ganze dann ein. Und ja, also Meilensteine weg von dem, was man natürlich dann nachrüstet. Das hier ist das Originalsystem und das kann natürlich dann ein bisschen mehr. Das war das mit den Profilen, was ich eben erwähnt habe. Kann ich also hier einstellen, okay, was soll das Profil jeweils können, ob ich einen Ton haben möchte, die Maßeinheiten, Uhrzeitformat, Stimmoptionen. Ich kann sogar einen Mann wählen, wenn ich das will. Wobei Frauen etwas besser verständlich sind, habe ich festgestellt. Es gibt ein Wake-Up-Word, das ist auch sehr interessant. Du kannst sagen, hey, Uconnect. Interessant. Erfordert, dass sich die Mikrofone immer im Hörmodus befinden. Die Sprachdaten werden nicht gespeichert, sage ich mal da. Und dann hast du, können wir machen, hey, Uconnect. Süß. Navigiere nach München. Irgendein bestimmter Ort in München? Hofbräuhaus. Hofbräuhaus. Jetzt hat es funktioniert. Das ist alles, was ich finden konnte. Welchen Ort möchten Sie auswählen? 1. Hofbräuhaus 1 Hofbräuallee, München. Klar. Möchten Sie dies als ein Zwischenziel oder als neues Ziel hinzufügen? Neues Ziel. Alles klar. Geht doch. Vorbereiten. Navigation wurde gestartet. So, also es flackert in echt nicht, auch wenn es hier ein bisschen flackert. Vergesst einfach, es ist gestochen scharf. Und das hier ist wirklich easy. Das funktioniert. Hey, Uconnect. Navigation abbrechen. Möchten Sie die aktuelle Routenführung beenden? Ja. Routenführung wird beendet. Cool, also das funktioniert. Machen wir noch einen letzten Test, weil es so schön ist. Hey, Uconnect. Navigiere nach Saarbrücken, Angela-Braun-Straße. Angela Braunstraße, Saarbrücken. Bingo. Möchten Sie eine Hausnummer oder eine kreuzende Straße eingeben? 19. 19 Angela Braunstraße, Saarbrücken. Möchten Sie die Routenführung starten? Nein. Wo möchten Sie hinfahren? Abbrechen. Abgebrochen. Cool, geht. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel sagen, hey, Uconnect. Temperatur 24 Grad. Ich habe die Temperatur auf 24 Grad eingestellt.
Wie cool. Das funktioniert. Hey Uconnect. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel sagen, Außentemperatur. Welche Temperatur möchten Sie einstellen? Wir brechen mal ab. Abbrechen. Abgebrochen. Cool. Also das funktioniert. Ohne dass ich jetzt das Handbuch jetzt mal gelesen habe. Also ihr müsst euch da einfach mal ein bisschen einfuchsen. Aber das System selber ist sehr beeindruckend. Ich meine, wir sind in einem Fiat. Wenn viele dann sagen, ja, Wetter, das ist auch cool. Mal gucken, ob das geht. Denn draußen schneit es gerade. Ich hoffe, ihr könnt das da draußen sehen. Es ist volle Lotte am Schneien da draußen. Das habe ich schon nicht mehr gesehen. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich rausgehe. Hatte ich einfach mal raus. War doch eine gute Entscheidung, heute hier drinnen zu drehen. So. Es kann aber sein, dass er hier eine SIM-Karte braucht oder eine Freischaltung oder irgendwas, dass er das feststellen kann. Er weiß, dass wir in Sulzimoos sind. Hier drin ist auch der Empfang sehr schlecht. Also ich habe immer meistens nur Edge-Empfang hier in dem Gebäude vom Freistaat in Sulzimoos. Also, keine Wetterdaten online gefunden. Sei es denn, da kann ich jetzt mit leben. Das ist also nochmal der Tacho, damit ihr das nochmal habt. Der ist voll digital. Multifunktionssystem habe ich euch erklärt. Hier könnt ihr also durchswitchen über das, was ihr jeweils haben möchtet. Ich hole ja auch demnächst einen Affinity ab in Warschau und der hat auch genau das gleiche System drin, sogar die Automatik. Und da kann ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, was drin ist. Aber ja, hier ist übrigens die Spiegelung mit dem Radio DAB. Das ist natürlich genial, wenn ihr das Originalradio habt, dass alle Daten dann auch hier in der Mitte angezeigt werden, wie Navigation und so weiter. Also das lohnt sich schon. Ja, der neue Fiat Ducato 8. Da ist übrigens der neue Schlüssel, den wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Der sieht jetzt so aus. Es hat wahrscheinlich den gleichen Schließapparat, der drauf ist, aber das ist der neue Schlüssel und wir sind in einem Detlefs hier in dem Fall, in einem, ich gucke mal gerade drauf, hier steht es nicht drauf, aber hier müsste es draufstehen. Ah komm, ich gehe mal raus, dann zeigen wir es gerade mal, denn den werden wir jetzt mal drehen. Das ist ein ganz tolles Reisemobil, auch ein 2022er Modell mit Längsbetten und jede Menge Features. Und damit wir das auch gleich richtig zeigen können, werden wir auch das neue Entertainment-System von Fiat dann nochmal aktivieren und dann nochmal kurz einblenden und auf das Video verweisen. Wir sind beim Freistaat in Sulzimoos. Heute drehen wir am 19. Januar 2022 und bitte abonniert unseren Kanal, denn wichtig ist, dass wir viele Abonnenten bekommen. Wir haben zwar Millionen von Zuschauern, kein Witz, also ich glaube rund 4 Millionen im Monat, 9 Millionen in 90 Tagen, aber wir haben relativ wenig Abonnenten. Und das könnt ihr ja tun, indem ihr einfach auf die Abo-Taste drückt. Und denkt dran, wir haben einen zweiten Kanal, das ist German Television Plus. Und da geht es um das Thema Elektromobilität, E-Bikes und vieles mehr. Auch da könnt ihr draufgehen, einfach auf die Startseite von German Television, der ist schon verlinkt. Und ja, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Sulzimoos im Schnee. Aber welch ein Glück, dass ich hier drin bin heute. Es liegt wirklich Schnee. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.